In diesem Video möchten wir uns diesen Oszillator hier einmal genauer anschauen. Es handelt sich um den sogenannten Awesome-Oszillator. Wir werden ihn in diesem Expert Advisor nutzen, um Kaufen oder Verkaufen Signale zu generieren. Immer wenn die Balken oberhalb der gestrichelten Linie sind, ist das ein Kaufen-Signal. Und sobald die Linie hier überkreuzt wird und die Balken auf der anderen Seite der gestrichelten Linie auftauchen, dann gilt das für uns als Verkaufen-Signal. Unser Expert Advisor ist in der Lage, eigenständig Positionen zu eröffnen und gibt Kaufen- und Verkaufen-Signale hier oben auf dem Chart aus. Wie kann man jetzt so einen Expert Advisor programmieren? Um das zu tun, klicken Sie im MetaTrader hier oben auf dieses Symbol oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler Awesome Standalone EA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Und jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier gelöscht werden. Und auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. Wir starten hier mit dem Include-Befehl. Der ermöglicht es uns, die Datei trade.mqh zu importieren. Die ist Bestandteil von MQL5 und ermöglicht uns, eine Instanz von ctrade zu erstellen, der wir hier den Namen Trade vergeben. Diese Instanz werden wir später benutzen, um Positionen zu eröffnen. Innerhalb der OnTick-Funktion berechnen wir zunächst einmal den Ask-Preis und den Bid-Preis. Das machen wir mit der Funktion SymbolInfo-Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Symbol-Ask liefert uns den Ask-Preis, Symbol-Bid liefert uns den Bid-Preis und mit Hilfe von Normalized Double und _Digits berechnen wir noch, wie viele Nachkommastellen das aktuelle Währungspaar hinter dem Dezimalpunkt hat, denn je nach Währungspaar können das entweder 3 oder 5 Nachkommastellen sein. Danach brauchen wir noch eine Variable für unser Signal, die bekommt auch den Namen Signal, ist vom Typ String, damit sie Texte aufnehmen kann und hat hier noch keinen Wert, denn der muss noch ermittelt werden. Zunächst nutzen wir MQArrays, um uns ein Array zu erstellen, das Preisinformationen aufnehmen kann. Das sortieren wir uns hier mit ArraySetAsSeries von der aktuellen Kerze an abwärts. Mit CopyRates kopieren wir uns die Preisdaten in das Array, und zwar für das aktuelle Währungspaar und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Wir starten von der aktuellen Kerze 0, kopieren uns die Daten für 3 Kerzen und speichern sie in unserem Preisinformationsarray. Danach brauchen wir noch ein Array, diesmal für die Expert Advisor Preisdaten. Das nennen wir PriceArray und das ist auch vom Typ Double. Das nennen wir PriceArray. Mit Hilfe von der eingebauten MQL5-Funktion IAO erstellen wir uns die Definition für den Awesome-Oszillator, für das aktuelle Symbol, also das Währungspaar auf dem Chart, und die dort ausgewählte Zeiteinheit. Dieses Array wird ebenfalls von der aktuellen Kerze an abwärts sortiert. Und jetzt können wir CopyBuffer nutzen, um für die von uns ausgewählte Definition für den Awesome Oscillator, den wir hier oben definiert haben, für Buffer 0, das ist diese Linie hier, die Werte von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen in unser PriceArray zu kopieren. Und um den aktuellen Wert für die aktuelle Kerze zu berechnen, greifen wir einfach auf Kerze 0 in unserem PriceArray zu. Wir möchten gerne 6 Nachkommastellen haben, darum nutzen wir Normalized Double und diese 6 hier. Und das Ergebnis wird dann der Variable Awesome Oscillator Value zugewiesen. Und wenn dieser Wert größer ist als 0, das ist der Fall, wenn die Striche hier oberhalb der gestrichelten Linie gebildet werden, dann interpretieren wir das als Kaufsignal und weisen das Wort Kaufen unserer Signalvariable zu. Ist der Wert kleiner als 0, das ist der Fall, wenn die Striche unterhalb der gestrichelten Linie gebildet werden, dann nutzen wir das als Verkaufssignal und weisen das Wort Verkaufen unserer Signalvariable zu. Und wenn unser Signal auf Verkaufen steht und die Funktion PositionsTotal
einen Wert von kleiner 1 zurückliefert. Das bedeutet, wir haben keine geöffnete Position. Dann nutzen wir Trade.Sell, um 10 Microlot zu verkaufen. Andererseits kaufen wir 10 Microlot, wenn unser Signal auf Kaufen steht und wir ebenfalls keine geöffnete Position haben. Das geht genauso, aber dann nutzen wir Trade.Buy. Zum Schluss nutzen wir noch den Comment-Befehl, um den Text das aktuelle Signal ist und den ermittelten Signalwert auf dem Chart auszugeben. Das war's soweit. Jetzt klicken wir hier auf Kompilieren und wenn das ohne Fehler funktioniert hat, dann können Sie hier oben klicken oder auf F4 drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken STRG und R. Hier wählen wir die neue Datei aus, Simpler Awesome Standalone EA.ex5, aktivieren hier die Visualisierung und starten unseren Test. Und so sieht das Ganze dann im laufenden Betrieb aus. Wir haben bereits eine erste geöffnete Position und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie man für den Awesome Oszillator einen eigenständig handelsfähigen Expert Advisor programmieren kann. Und Sie haben das selbst getan mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.